In diesem Video steht Jens am Brunnen, sitze ich auf einem blauen Bike, bin ich unter Hühnern, schüttle den Kopf, fährt Jens an mir vorbei, traktiert er den Boden, folge ich einer Weinflasche, halten wir Bier ins Bild und sorge ich dafür, dass euch warm wird. Uptown erreicht, Berghaus, Pitz, Cache, 1825 Meter. Oh. Da verreckst. Oh. Nee, oder? Alter, klar, ich stehe im Wald. Hey, sag mir aber, dass wir rechts fahren und nicht links. Wir fahren rechts. Das macht es aber nicht besser. Kurzfristig schon. Der Jens, entweder will er mich umbringen oder er ist einfach ein elender. Jetzt fehlt mir das Wort. Ich glaube, das Wort habe ich im Tal gelassen. Ein elender Schleifer, der mich hier den Berg hochtreibt. Er will noch auf 2,6 hoch. Ja. Ich glaube, bei 2 streike ich dann. Mache ich wieder Co-Pilot und gucke aus dem Fenster. Im Wegweiser steht jetzt was von Alp d'Il Chant, also die Alp von dem Ort hier, wo ja eigentlich auch schon wie eine Alp aussieht. Und zu Fuß 45 Minuten. Ich denke, wir schaffen es in 5 bis 20. Und dann schauen wir mal, wie wir da noch drauf sind. Da soll der Jens noch mal lachen, wie ich mein Geschirr abwasche. Er säuft hier am Brunnen, während unser eins, ne, zivilisiert, Wasserflasche dabei. Auf dem Rückweg sehen wir Jens dann hier abtauchen. So, nun aber mal weiter hier. Ja, wir fahren hier weiterhin durchs kleine Dorf durch. Wunderschön. Alpenpanorama pur. Echt fantastisch, wenn es nicht dauernd bergauf gehen wird. Weiter bergauf. Es bedarf einer kurzen Pause. Bei mir zwickt die Wade leicht. Das ist immer mein Hauptproblem beim Biken, dass ich den Kraft in die Wade kriege. Boah, das ist ein Berg hier. Leck mich am Arsch. Geht nie mit Jens biken. Der will euch umbringen. Und noch eine verdammte Schleife. Ich dachte eigentlich, wir sind oben. Macht das Scheißding noch einen Bogen. Das reimt sich. Kopf. Made it. Ich glaube, wir sind oben. Scheiß die Wandern. Was eine Qual. Aber ich glaube, hat sich gelohnt. Also wehe, wir sind hier nicht 2000 Meter hoch. Dann scheuche ich den Jens hier gleich mal noch weitere 500 Meter bis zum Pass. Ja, Kopf, da wieder mal. Nee, oder? Jens! 1999 Meter. Aber das heißt, wenn wir uns da oben hinstellen, dann haben wir 2000 erreicht. Also ich verschone den Jens jetzt heute mal. Ja, nachdem wir hier jetzt ordentlich den Berg hochgegondelt sind, kommen wir jetzt auf den Scheiterhaufen. Also nicht ganz, wir essen den Scheiterhaufen. So irgendwie. Sieht interessant aus. Wollt dann auch sehen. Seid ihr sicher? Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht echt gut aus. Und es ist warm, scheinbar. Und im Hintergrund gackert's. Also, ich probiere mal. Mhm. Also, Das ist irgendwie Weißbrot. ich kann behaupten, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen. Und ich bin doch schon ein bisschen rumgekommen. Also so irgendwie kalt und warm. Spannend. Ja, der Rest ist meins. Jens versucht hier noch vergebens die Schweine anzulocken für ein Bild. Aber irgendwie stehen sie nicht so auf seine Grasgarben. Und wie geht's der Verwandtschaft? Soweit gut. Das ist schön. Distanz. Und Jens ist hier immer noch mit seinen Kumpels zugange. Oh,
das ist halt so. Begeben wir uns mal auf die Abfahrt. Jetzt geht's so 5 Kilometer bergab. Das dürfte relativ angenehm werden. Bergab ist ja ganz schön zu fahren. Der Nachteil ist, die Sonne ist weg und es ist recht frisch. Das war eine rasante Abfahrt, alter Schwede. Da musst du dich gut am Lenker festhalten, sonst gehst du nämlich kopfüber drüber. Da muss man schon gucken, wo man lang fährt und wie schnell. Und gute Bremsen sind auch förderlich. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo Häuser stehen. Kurz berghoch und dann geht es weiter bergab. Jens ist auch noch da. Wir haben es beide geschafft, ohne abzusteigen. Ihr werdet das jetzt vielleicht nicht glauben, aber ich krieg gerade ein paar Regentropfen ab. Das musste ja so kommen. Ging mal schnell. Leck mich am Socken. Fuck. Was eine Abfahrt. Jens, geile Sache. Also, meine Bremsen. Das fängt gerade an zu kochen. Sind kochend heiß. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so heiß werden. Warm geworden, ja. Feuerstelle, Feuerteufel, Holz. Wir bauen mal was. Irgendjemand hat ja schon das Holz passend hingelegt. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Wie doof. Es ist nicht ganz einfach ohne wirklichen Anzünder. Das bedarf etwas Atem und Glück. Aber immerhin qualmt's. Der Jens, der kann das. Jens geht die Brennpaste holen. Das Zeug ist alle recht feucht. Das wird so nix. Da braucht man ein bisschen Fake-Unterstützung. Das Feuer brennt jetzt so ein bisschen halbwegs. Und Jens holt den Totschläger raus. Ja. CS Luder, hä? Die Lagerfeuerromantik kann ihren Lauf nehmen. Feuer brennt. Wir haben ein bisschen nachhelfen müssen. Zum Glück hat der Feuermeister immer irgendwas dabei, was besser brennt als das feuchte Holz hier. Aber jetzt läuft das Ganze. So langsam kommt auch der Hunger. So, daher geschwoben. Daher geschwoben. Zu viel Rauch eingeatmet. Hier beginnt so langsam der Kochprozess. Das Feuer ist gut geschürt, brennt jetzt ein bisschen runter. Später kommt dann der Risotto-Topf drauf. Danach noch ein heißer Stein, auf dem die Würstli gemacht werden solle. Wenn das denn funktioniert, wird spannend und lecker. Oh, und ich habe Hunger. Bei mir geht gerade der Zucker irgendwie bergab. Das Risotto nimmt seinen Lauf. Ich sehe Zwiebeln. Ein Käse liegt da rum. Den Wein habe ich jetzt gerade mitgebracht. Würstli. Jens. Kommt gut. So, jetzt ist der Topf mal auf dem Feuer. Jetzt wird es dann gleich anfangen zu brutzeln. Zum Wohl, Jens. Zum Wohl. Brösterli zu Haus. Also die Arbeitshöhe ist nicht so ganz optimal. Du bist einfach zu groß. Mhm. Und das Brett rutscht etwas umher. Immer motzen. Echt
schaff lieber was. Ja, das hört sich schon richtig nach Essen an. Bin gespannt, was der Jens dann hier wieder am Ende zusammenzaubert mit dem bisschen, was wir dabei haben. Wir sind ja echt an der unteren Grenze, was Essen angeht. Kurz vorm Verhungern. So wenig Risotto nur. Eieiei. Nein. Wir haben noch einen ganzen Kühlschrank voll Würstchen und Fleisch. Und Bier. Während der Risottotopf jetzt am Rande vor sich hin zieht, haben wir das Feuer noch mal eingeheizt und da kommt jetzt gleich mittig ein großer Stein drauf, der dann heiß wird hoffentlich, und auf dem werden wir dann grillen. Yeah! Wie ihr seht, der dicke fette Stein liegt in der Mitte des Feuers. Das dauert jetzt aber einen Moment, ehe der heiß ist, denn er ist echt so dick. Wir geben alles, um den verdammten Stein heiß zu kriegen. Jetzt stapeln wir auch höher, um auch von oben ein bisschen mehr Hitze drauf zu kriegen. Auf jeden Fall sieht er schon sehr gebeutelt aus. Mittig gesprungen, der Riss wird immer größer. Ich hoffe, wir können darauf überhaupt noch grillen. Und der Jens bringt Nachschub. Denn der Weg ist noch weit bis zur Grillwurst. Immerhin gibt's Bier. Jetzt geht's los. Wurst meets Stone. Meets Stone. Naja, so ähnlich. Ist gut durch der Risotto, aber ist egal. Es ist vollbracht. Die Würstli liegen auf dem Tisch, sind heiß, der Stein glüht und wir essen, weil Hunger, es geht auf 9 Uhr zu. Mahlzeit. Ja, gute Kai. Gute Jens, danke fürs Kochen. Wie essen wir jetzt? Aha. Risotto. Oh ja. Wir müssen natürlich noch essen. Wie schmeckt's? Oh ja. Sehr fein. Ja. Man schmeckt den guten Schweizer Wein. So, Ade. Einer muss nachlegen. Das Feuer wird kleiner. Seht ihr mich? Ich sehe so rot aus im Gesicht. Du bist rot. Ich halte euch mal übers Feuer. Sagt, wenn es zu heiß wird. Ja, das war's für heute. Wir liegen im Bett. Co-Pilot auch. Er hat sich wieder eingekriegt von seiner verlorenen kleinen Wette. Wir haben noch einen netten Abend am Lagerfeuer verbracht, haben noch ordentlich eingeheizt hier. Holz gab es zu Genüge. Jetzt geht's mal pennen. Morgen gucken wir mal, was dann ansteht. Rückfahrt sicherlich. Nach Frankfurt geht's für mich, aber ohne Video. Aber vorher noch ein schönes Frühstück sicherlich und dann lassen wir den Tag ausklingen. Jetzt erstmal pennen. Ich bin leicht müde. War doch irgendwie ein langer Tag. Geht auf 1 Uhr zu. Ich wünsche euch gute Nacht und bis morgen früh. Ciao zusammen. Oh, Friedrich, bist gut zugedeckt. Verdammt frisch. Und ihr wisst ja, wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Danke euch und bis morgen. Ciao zusammen. Searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. While you tried to take the sun down. Hearts don't ever change to gold. Out there thinking that you'll win the world alone. No one ever told you that you'll have to fight for something, or you'll never learn to balance. Und noch eine verfluchte Schleiche. Schleiche? Was zum Geilsten Schleiche? Das bedarf etwas Atem. Da kommt jetzt gleich mittig ein heißer Stein drauf. Da kommt jetzt gleich mittig ein großer Stein drauf. Ich hoffe, wir können darauf überhaupt noch grillen.
Hm.